Es wird kälter draußen und damit kommt die Zeit für winterliche Karten. Ich habe schon letztes Jahr die Stanzen von Tim Holtz und Sissigs Snow Globe Nummer 2 verwendet, um diese schöne Karte in Rot hier zu basteln. Und heuer habe ich gedacht, ich mache noch eine und schaue, wie sich mein Stil verändert hat. Das wird die weiße Karte, die wir heute machen. Beide Karten sind Shadowbox-Karten, also 3D-Karten. Sagt mir am Schluss in den Kommentaren, welche euch besser gefällt. Ich bin gespannt. Mein Name ist Julia und ich bin begeisterte Papierbastlerin und Kartenmacherin aus Österreich. Willkommen auf meinem Kanal Julis Kreativschatzkiste. Wie gesagt, verwende ich heute also die Stanzen von Sissigs und Tim Holtz Snow Globe Nummer 2. Die sind eigentlich für so flache Karten gedacht, wie diese hier, aber ich finde, sie eignen sich perfekt für Shadowbox-Karten, also für 3D-Effekte. Diese Karte habe ich letztes Jahr gemacht. Wie ihr seht, ist sie von oben nach unten aufzuklappen und hat 2 Ebenen. Sie lässt sich flach zusammenfalten und kann damit auch gut verschickt werden. Von den ganzen Stanzen im Paket verwenden wir jetzt am Anfang nur diese große Öffnungsstanze für die Form der Schneekugel, um damit einmal die Basis unserer 3D-Karte zu konstruieren. Ein Fehler, den ich bei der Karte im vorigen Jahr gemacht habe, ist, dass ich zu dünnes Papier verwendet habe. Daher verwende ich diesmal Fotokarton in Creme mit einer Stärke von 300 Gramm. Ich habe mir ein A4-Blatt davon hergenommen und rechne mir jetzt mit meinen 2 Stanzen aus, wie viel Platz ich ungefähr brauchen werde. Die Vorderfläche der Karte wird 14,8 x 14,8 cm sein. Dazu muss ich dann noch rechnen die Seitenteile der Karte. Ich habe das mit 4 cm hier angenommen und dann noch die Umschlagslaschen, mit denen ich das Ganze hier zusammenkleben werde. Diese Laschen haben eine Breite von 1 cm. Lasst euch hier vom Bild nicht irritieren, die 5 cm sind die 4 cm Seitenleiste und die 1 cm Lasche. Ich habe das erst später dann geändert. Mit meinem Trimmer schneide ich mein Papier passend zu und falze mir dann die Falzlinien. Mit meinem Bone Folder verstärke ich dann die Falzlinien, damit sie sich nachher gut falten lassen. Ich mache 2 genau gleiche Teile, um damit die Shadowbox zu konstruieren. Hier mache ich jetzt die fehlenden Laschen von 1 cm noch dazu. Bei den Laschen schneide ich die Ecken ein, damit diese nachher nicht überstehen. Bei einem dieser beiden Teile lege ich mir jetzt meine 2 Stanzformen auf, um mir ungefähr auszurechnen, wohin meine Schneekugelöffnung kommen soll. Ich schaue, dass diese möglichst mittig platziert ist und stanze sie mir aus. Im nächsten Schritt klebe ich mir ein doppelseitiges Klebeband mit einer Breite von einem Achtel Inch auf die beiden Laschen. Und dann klebe ich die beiden Teile an einer der beiden Laschen zusammen. Die andere Lasche lasse ich allerdings noch offen, die wird erst ganz am Schluss zusammengeklebt. Ich widme mich jetzt einmal dem Hintergrund meiner Karte. Dafür habe ich ein Mixed Media Papier von Canson auf eine Größe von etwas kleiner als 14,8 x 14,8 zugeschnitten. Dann hole ich mir die Distress Oxide Speckled Egg, Salvaged Patina und Mermaid Lagoon und blende mir einen Winterhimmel. Die helleren Farben kommen dabei in die Mitte der Karte und außen kommen die dunkleren. Da mir Mermaid Lagoon dann doch nicht dunkel genug war für einen Winterhimmel, habe ich noch Faded Jeans zu Hilfe geholt. Und weil das immer noch nicht dunkel genug war, ist dann auch noch Distress Ink Uncharted Mariner zum Einsatz gekommen. Und wie eigentlich immer bei solchen Hintergründen verwende ich dann noch Wassertropfen, die ich hier trockne, um Schneefall zu erzeugen. Und dann hole ich auch noch meine metallischen Wasserfarben von Arteza heraus und suche mir eine schöne silbrig glänzende Farbe heraus, mit denen ich dann noch einmal Spritze auf meinen Kartenhintergrund auftrage. Für dezenten weißen Schneefall habe ich diesmal Tuschetinte in Weiß verwendet und auch damit auf den Hintergrund gespritzt. Ich habe alles mit dem Heat Tool getrocknet und dann geschaut, ob es mir in meiner Basiskarte auch gefällt. Und das tut es. Jetzt aber zurück zu meiner Kartenkonstruktion. Ich will ja in meiner Karte 2 Ebenen einfügen, daher brauche ich einen Streifen Mixed Media Papier, der jetzt 14,7 cm breit ist und jeweils zusätzlich auf der Seite einen Zentimeter Lasche zum Kleben hat. Wichtig ist, dass die Breite dieses Streifens etwas geringer ist als die Kartenbreite. Wenn das nämlich nicht der Fall ist, dann biegt sich das durch und das schaut nicht schön aus. So ist dann der Streifen am Ende. Er ist besonders breit, da ich ja beide Ebenen aus diesem einen Streifen ausschneiden möchte. Für eine schöne Hügellandschaft habe ich mir einen Border Die von Lawn Fawn herausgesucht und passe mir das jetzt so an, dass das dann nachher gut in meiner Öffnung sichtbar ist. Da der Border Die genau 14,8 cm breit ist, schneide ich mir meine Laschen noch zurecht. Für die zweite Ebene suche ich mir einen etwas anderen Hügelverlauf heraus und schneide mir auch das zu. Da diese Ebene nicht ganz so hoch ist wie die andere, klebe ich sie einfach nicht ganz am Boden der Karte fest, sondern etwas höher. Bevor ich sie allerdings festklebe, kommt noch Speckled Egg zum Einsatz, um etwas Schnee auf die Hügel zu zaubern. Auch meine metallischen Wasserfarben in Blau und hellem Türkis kommen wieder zum Einsatz.
Jetzt können wir unsere Basiskarte schon zusammenbauen. Zuerst wird der Hintergrund mit Flüssigkleber fixiert. Dabei achte ich genau darauf, dass sich die beiden Faltlinien auch gut umbiegen können. Bei meinen 2 Ebenen habe ich doppelseitiges Klebeband auf alle Laschen aufgetragen und ich klebe diese Ebenen jetzt auf einer Seite der Karte an. Zu beachten ist dabei, dass die Ebenen schön gerade eingeklebt werden, damit sich die Karte später schön zusammenfalten lässt. Das ist doch schon eine gute Ausgangsbasis für den Rest der Karte. Als nächstes will ich mir ein Panel herrichten, aus dem ich dann die ganzen kleinen Stanzteile wie die Häuser oder die Bäume ausstanzen kann. Dafür verwende ich meine Distress Spray Stains und Distress Oxide Sprays. Diese trage ich auf ein nasses Stück Mixed Media Papier auf. Da das Ganze ziemlich lang dauert, jetzt schneller Vorlauf mit Musik. Um die Häuser auszustanzen, gibt es 4 verschiedene Häuser. Es gibt dabei jeweils die große Stanze, die das ganze Haus ausstanzt, sowie den kleinen Vorderteil, der dann zusätzlich aus hellerem Papier ausgestanzt wird. Und genau mit diesen helleren Vorderteilen fange ich jetzt an. Diese hellen Vorderteile haben mehrere Öffnungen, einerseits die Fenster und andererseits kleine Ziegelöffnungen, wo der dunklere Hintergrund durchscheinen soll. Damit die Fenster in Gelb erleuchten, stanze ich mir die hinteren Teile der Häuser jetzt in Gelb aus und schneide mir das Ganze dann kleiner, damit diese gelben Teile genau die Fensteröffnungen bedecken und helles Licht aus den Fenstern scheinen kann. Dann kommen noch die dunklen Teile der Häuser, die hinteren Teile, die ich ebenfalls ausstanze. Ich sortiere mir diese Teile auch gleich, damit ich nachher weiß, welches Stanzteil zu welchem Haus gehört. Den Kirchturm und das Kirchenschiff stanze ich nur aus der dunkleren braunen Farbe aus. Um den Kontrast zwischen den hellen Vorder- und den dunklen Hinterteilen der Häuser zu erhöhen, färbe ich mir die Hinterteile noch mit Ground Espresso nach. Jetzt kann ich die Häuser schon zusammenkleben. Ich habe hier die Basis, den dunkelbraunen Teil, schneide mir den gelben Teil zu, sodass er die Fenster genau bedeckt, und dann den hellbraunen Teil, die Vorderseite der Häuser. So klebe ich mir jetzt alle 4 Häuser zusammen. Beim Kirchturm gibt es auch einen Vorder- und Hinterteil. Ich habe beide aus dunkelbraunem Papier ausgestanzt, da ich wollte, dass der Kirchturm anders aussieht, eben aus Stein gebaut und nicht wie die Holzhäuser. Ich habe den vorderen Teil auch in Gelb ausgestanzt, damit ich hier auch wieder die Fensteröffnungen hell erleuchten kann. Da der gelbe Teil gleich groß ist wie der darauf liegende Vorderteil, habe ich hier noch die Ränder mit Ground Espresso eingefärbt, damit das Gelb nicht hervorscheint. Die nächsten Teile, die ich ausstanze, sind die Dachschrägen. Hier habe ich mir ein rötliches Teil meines Hintergrundpapiers ausgesucht. Da mir das Rot nicht leuchtend genug war, habe ich Distress Oxide Candied Apple zu Hilfe geholt. Die Dächer habe ich dann auf die Häuser aufgeklebt. Dabei habe ich gemerkt, dass eine Dachschräge leider in die falsche Richtung schaut. Das ist daher gekommen, dass ich eines der Vorderteile auf die falsche Seite des Hintergrundes aufgeklebt habe und damit das Haus in die andere Richtung schaut, als es ursprünglich vorgesehen war. Ich habe mir das dann nicht mehr ausgestanzt, da ich ja eigentlich die Rückseite meines gefärbten Papiers benötigt hätte, um das richtig zu stellen, sondern ich habe die Rückseite dieses Papiers, wo ich die Dachschrägen ausgestanzt habe, genommen und habe mir damit auf der richtigen Seite meines Papiers die Form angezeichnet mit Bleistift und dann mit der Schere ausgeschnitten. Damit konnte ich dann auch das letzte Haus fertigstellen. Jetzt sind die Fensterrahmen dran. Hier gibt es eine Stanze, die alle Fensterrahmen auf einmal ausstanzt. Ich habe geschaut, dass die Stanzteile möglichst in Papier drinnen bleiben und nicht herausfallen und habe auf die Rückseite Tape Roller aufgebracht. Mit einem spitzen Gegenstand, hier habe ich so einen Die Pick verwendet, habe ich die Fenster dann einzeln herausgedrückt, das Fensterinnere herausgedrückt und habe dann
das Ganze auf das richtige Haus, auf das richtige Fenster aufgeklebt. Es gibt 3 verschiedene Formate von Fenstern. Ehrlicherweise war das dann eine ziemliche Futzelei mit diesen klebrigen Kleinteilen. Schlussendlich hat alles gehalten. Ich bin aber gar nicht sicher, ob das die beste Methode ist, die ich hier ausgesucht habe. Es hat bei mir funktioniert. Habt ihr hier andere Ideen? Sagt es mir bitte in den Kommentaren. Schlussendlich schauen die Häuser jedoch sehr, sehr schön aus mit diesen blauen Fensterrahmen. Okay, als nächstes müssen wir noch ein bisschen Schnee fallen lassen auf unsere Häuser, denn es ist ja eine Winterzauberkarte. Ich habe dafür mit meinem Distress Embossing Dabber Embossing Ink aufgetragen auf die Oberseite der Dächer. Und dann habe ich mit weißem Embossing Pulver einfach den Schnee gezaubert. Dadurch, dass dieser Embossing Dabber die Tinte sehr ungleich aufbringt, hat das sehr, sehr schön ausgeschaut und wirklich wie ein Dach mit Schnee bedeckt. Mit dem Kirchturm und den anderen Häusern bin ich genauso verfahren. Ich habe ein Stück Papier verwendet, um die Rauchfänge abzudecken, damit die nicht auch ganz weiß werden vom Embossingpulver. Bei einem Haus habe ich ein bisschen zu viel Embossing Ink erwischt. Da habe ich einfach meinen Finger genommen und ein bisschen über das Embossingpulver drüber gerieben, damit nicht alles voll Schnee ist. Ich habe mich wirklich gefreut, dass das so gut geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Aus meinem grünen und grauen Hintergrundpapier stanze ich mir jetzt die Tannenbäume und die Zäune aus, die ebenfalls bei dem Set dabei sind. Bei diesen Standteilen werden auch wieder mehrere Bäume und Zäune auf einmal ausgestanzt, was ich sehr praktisch finde. Ich habe alles 4-mal ausgestanzt, da ich sowohl Bäume als auch Zäune verstärken will. Mit verstärken meine ich, dass ich einfach 2 gleiche Stanzteile übereinander klebe. Ich hätte hier auch weiße Papierreste verwenden können, aber ich habe zu viel Papier eingefärbt, daher habe ich gleich das verwendet. Teilweise habe ich die Stanzteile auch nicht genau aufeinander geklebt, sondern etwas versetzt, damit ein bisschen Dimension und Schatten in meine Bäume gekommen ist. Im nächsten Schritt habe ich dann schon die Häuser und die Kirche auf meiner Karte versucht zu arrangieren. Das war eine längere Aufgabe, weil ich wollte, dass man alles schön sieht, aber dass auch schön die Dimension herauskommt und dass alles gut verteilt ist. Ich habe einfach verschiedene Varianten ausprobiert und habe mich dann für die entschieden, die mir am besten gefallen hat. Als die Häuser so standen, wie ich sie haben will, habe ich sie mir fixiert mit meinen Nähklammern, damit ich sie genau an der richtigen Stelle anklebe. Die Nähklammern habe ich dann auch verwendet, damit der Uhu schön trocknen kann und sich nichts mehr verschiebt. Das Schwierige beim Arrangieren der Häuser war nämlich, dass man immer darauf achten musste, wie das Ganze durch die Schneekugelöffnung wirkt. Nachdem dann die Häuser ihren Platz gefunden haben und der Kleber getrocknet war, habe ich dann die Bäume und die Zäune noch aufgeklebt. Auch hier habe ich wieder darauf geachtet, dass man das Ganze schön durch die Schneekugel sieht und dass alles schön verteilt ist. Das schaut doch schon ganz schön winterlich aus. Für die Wolken habe ich dann ein Stück Mixed Media Papier mit Speckled Egg eingefärbt und daraus habe ich mir 3 Wolken ausgestanzt und aus dem bereits gelb gefärbten Papier habe ich mir mehrere Sterne und Monde ausgestanzt. Natürlich brauche ich nur einen Mond, aber auch hier habe ich wieder verstärkt und es sind mir natürlich ein paar übergeblieben, aber ich wollte einfach mehrere Sterne für meinen Sternenhimmel haben. Das alles habe ich dann auf meinem Himmel verteilt und einfach festgeklebt. Für die Wolken habe ich dabei Foam-Tape verwendet, damit diese ein bisschen mehr im Himmel schweben. Auch hier mache ich immer wieder den Blick durch die Schneekugel, ob man die Wolken auf der finalen Karte dann sieht. Der finale Schritt unserer Karte ist noch die Konstruktion des Holzunterteils der Schneekugel auf der Vorderseite der Karte. Dafür verwende ich den Embossing-Folder von Sizzix und Team Holz, der heißt Mini Lumber und erzeugt eine sehr, sehr schöne Holzstruktur. Die eine Seite des Embossing-Folders färbe ich mit Ground Espresso Distress Ink ein, damit diese Eindrücke vom Embossing-Folder einen schönen dunkleren Ton im Holz bekommen. Daraus stanze ich mir jetzt die Unterseite der Schneekugel aus. Ich mache das hier sicherheitshalber gleich 2-mal, brauche aber nur ein Stück davon. Das zweite Stück hebe ich mir gleich bei den Stanzen auf, das kann ich sicher beim nächsten Mal gut brauchen. Ich stanze mir dann das ganze Teil noch einmal aus Papierresten in weiß aus, damit ich hier auf meiner Karte dann Dimension erhalte. Und schließlich färbe ich noch die Schnittkanten mit Ground Espresso ein, damit man das Weiß nicht durchscheinen sieht. Bevor ich das jetzt auf unsere Karte klebe, habe ich meinen Stempel mit dem Motto unserer Karte, nämlich Winterzauber, herausgesucht und das werde ich jetzt heat embossen auf unserer Sockelleiste der Schneekugel. Montiert wird das Ganze mit Foam Tape auf der Unterseite unserer Öffnung.
Nun ist es Zeit, die Karte wirklich fix zusammenzukleben. Dazu nehme ich zuerst die Abdeckung vom doppelseitigen Klebeband auf unseren beiden Ebenen auf der linken Lasche und klebe die Außenlasche fest. Ich drücke das gut an, kontrolliere nochmal alles, ob es passt. Und dann kann auch von der letzten Lasche außen die Abdeckung des doppelseitigen Klebebands entfernt werden und flach zusammengedrückt wird das Ganze dann fixiert. Tada, fertig ist unsere Karte. Ich finde, sie ist wirklich schön geworden. Hier nochmal ein abschließender Rundumblick, auch von oben. Man sieht die Ebenen, sie lässt sich flach zusammenfalten und kann dadurch auch verschickt werden. Zeit für den abschließenden Vergleich. Welche Karte gefällt euch besser? Die rote alte oder die weiße neue? Lasst mir doch einen Kommentar da und sagt es mir. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls euch das Video gefallen hat. Jedenfalls danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!